Der beißende Wind peitschte über den Cingino-Damm, ein Betonmonolith, der ins Herz der italienischen Alpen gemeißelt war. Unten brüllten die Gewässer des Formaza-Flusses und schnitten einen Weg durch das eisige Tal. Ich stand am Rand des Damms, der Wind ließ mich bis auf die Knochen frösteln, mein Blick war auf die gezackten Linien gerichtet, die in die hohe Wand eingraviert waren. Sie nennen sie Steinböcke, die Ziegen der Alpen, sagte mein Führer Marco, dessen Stimme kaum über den Wind zu hören war. Er zeigte auf die Linien, die nun sichtbar waren als Ansammlungen kleiner, weißer Figuren, die sich waghalsig an die Dammoberfläche klammerten. Sie lieben steile Hänge, sehen Sie. Aber das ist etwas Besonderes. Marcos Augen hielten eine Mischung aus Ehrfurcht und Besorgnis. Ich war in den Nationalpark Gran Paradiso gekommen, ein Refugium für Wildtiere, um dieses Phänomen zu beobachten. Seit Jahren hatten sich Gerüchte über eine Gruppe von Steinböcken verbreitet, die den Cingino-Damm zu ihrem Zuhause gewählt hatten. Das Gerücht besagte, sie lebten von einer besonderen Diät, etwas, das nur in den Betonwänden zu finden war. Die Geschichte schien fantastisch, grenzte an das Mythische. Und doch, hier waren sie, diese agilen Kreaturen, die der Schwerkraft und der Logik trotzten, ihre weißen Felle stachen deutlich gegen den grauen Stein ab. Wir verbrachten die nächsten Stunden damit, sie zu beobachten. Sie bewegten sich mit einer fast übernatürlichen Anmut, ihre Hufe schienen die Gesetze der Physik zu ignorieren, während sie die steile Vertikalität meisterten. Sie verschwanden in Ritzen und tauchten dann wieder auf, ihre kleinen Körper schienen aus dem Berg selbst gemeißelt. Es gibt eine Legende, sagte Marco, seine Stimme fiel auf ein Flüstern. Man sagt, der Damm steht auf einem alten heiligen Ort. Die Steinböcke werden von seiner Energie, seiner Kraft angezogen. Ich verspürte einen Schauer, nicht vom Wind diesmal, sondern von der seltsamen, unausgesprochenen Energie des Ortes. Marco fuhr fort. Einige sagen, die Steinböcke essen den Beton und ziehen dessen Essenz, seine Stärke. Als die Dunkelheit sich vertiefte, saßen wir in der Hütte, das Feuer knisterte im Kamin, und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich etwas Außergewöhnliches erlebt hatte. Die Steinböcke, mit ihrer besonderen Diät, schienen eine Verbindung zwischen der Natur und der menschlichen Welt darzustellen. Eine Verbindung, die wir in unserem Streben nach Fortschritt oft vergessen hatten.